Der Trend zum bargeldlosen Bezahlen beschleunigt sich. Die Kartenzahlung wurde vor allem in den letzten 2 Jahren auch in Deutschland immer beliebter. Während in Europa und weltweit Visa- und Mastercard-Karten dafür genutzt werden, bleiben die Deutschen allerdings am liebsten bei ihren Girokarten, die immer noch gern als EC-Karten bezeichnet werden, obwohl es die bereits seit 2007 nicht mehr gibt. Nachdem Fintechs wie Nuri, Vivid Money oder Tomorrow Girokarten von Beginn an gar nicht erst angeboten haben, gerät die Girocard auch bei den großen etablierten Banken immer weiter ins Aus. Und das hat Gründe. In diesem Video zeigen wir dir, warum die Girocard in Deutschland noch immer die Standardkarte ist, die Gründe, warum sich das ändern wird und was nach der Girocard kommt. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Girokarte, Debitkarte und Kreditkarte. Die Unterschiede kurz erklärt. Die Girocard ist, auch wenn der Name es nicht unbedingt vermuten lässt, eine deutsche Karte, die international zunächst keine Bedeutung hat. Viele bezeichnen sie auch heute noch als EC-Karte, obwohl die bereits im Jahr 2007 abgeschafft und durch die Girocard ersetzt wurde. Mit ihr kannst du Geld abheben, bargeldlos bezahlen und an Automaten Geld einzahlen. Sämtliche Buchungen erfolgen zeitnah auf dem Girokonto, in der Regel innerhalb von nur einem Bankarbeitstag. Damit ist die Girocard eine Debitkarte. Im Gegensatz dazu gibt es die Kreditkarte, die, wie es der Name schon sagt, mit einem Kreditrahmen ausgestattet ist. Hier unterscheidet man zwischen sogenannten Charge-Karten, bei denen offene Beträge einmal im Monat fällig werden, und Revolving-Karten, bei denen man die offene Abrechnung auch monatlich wie einen Ratenkredit abzahlen kann. Bei Revolving-Karten werden in der Regel sehr hohe Zinsen fällig, wenn man die Teilzahlungsfunktion nutzt. Bezahlt man die Abrechnung bei ihnen in einem Betrag, sind sie in der Regel, wie normalerweise auch die Charge-Karten, zinsfrei. Außerdem gibt es von Visa und Mastercard ebenfalls Debitkarten, die, wie auch die Girocard, jede Zahlung oder Bargeldabhebung zeitnah einzeln abbuchen. Gegenüber der Girocard haben sie aber zwei entscheidende Vorteile, zu denen wir gleich kommen. Warum die Girocard in Deutschland so verbreitet ist. Grund Nummer 1. Sie war jahrzehntelang die einzige Debitkarte. Anders als in anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA, hat es die Kreditkarte in Deutschland nie so richtig in die Portemonnaies der breiten Masse geschafft. Das liegt an mehreren Faktoren. Kreditkarten wurden und werden teilweise heute noch eher kritisch gesehen. Schließlich nutzt man hier einen Kredit, wenn auch in der Regel zinsfrei zum Einkaufen, und da droht die Schuldenfalle. Bei den klassischen Banken wurden Kreditkarten zudem nur gegen eine Jahresgebühr herausgegeben. Daneben spielt auch die Bonität eine wichtige Rolle. Nicht jeder kann eine Kreditkarte mit Kreditrahmen erhalten und so braucht es ein Debitkartensystem, mit dem auch die Kunden Bargeld abheben und bargeldlos zahlen können, deren Bonität nicht ausreicht. Die EC-Karte und später die Girocard waren dann über viele Jahre und sind es noch heute die Karten, die jeder bekommen konnte. Das System war etabliert und andere Debitkarten wie die von Visa oder Mastercard waren für den Offline-Handel nicht nötig. Grund Nummer 2. Der Handel in Deutschland hält daran fest. In Deutschland hört man es noch recht oft, vor allem bei kleineren Händlern. Nur Girocard bitte. Der Grund ist einfach. Die Gebühren für den Händler sind im Girocard-System geringer als bei den großen internationalen Anbietern Visa und Mastercard. Nachteile der Girocard oder warum ihr Ende droht. Nachteil Nummer 1. Die Karte ist nicht für Online-Zahlungen geeignet. Der Umsatz im Onlinehandel wächst bei weitem schneller und stärker als der im stationären Handel. Laut dem Handelsverband Deutschland stieg der Umsatz im stationären Handel von 2018 zu 2019 um 1,2%. Im Onlinehandel hingegen um 9,1%. Dieser Trend dürfte sich in 2020 und 2021 noch weiter verstärkt haben. Die Girocard eignet sich aber nicht für Online-Zahlungen. Hier bieten die amerikanischen Anbieter Visa und Mastercard große Vorteile, nicht nur als Kreditkarten, sondern auch als Debitkarten. Nachteil Nummer 2. International nicht nutzbar. Wie bereits gesagt, ist die Girocard ein rein deutsches Zahlungssystem. Gezahlt werden kann nur über die von der deutschen Kreditwirtschaft autorisierten Netzbetreiber und damit nur in Deutschland. International nutzbar ist sie nur durch die Kooperation mit dem Maestro-System von Mastercard oder VPay von Visa. Eine Girocard mit Maestro-Zeichen ist weltweit nutzbar, eine Girocard mit VPay-Zeichen europaweit. Welches System deine Bank unterstützt, siehst du am Logo auf deiner Girocard. Mastercard hat bereits angekündigt, das für die Girocard so wichtige Maestro-System einzustellen. Zu welchem Termin das passiert und weitere Details verraten wir dir gleich. Nachteil Nummer 3. Mobiles Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay ist nicht möglich. Auch das kontaktlose mobile Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay ist mit der Girocard nicht möglich. Einige Banken wie die Sparkassen haben eigene Apps, die in der Regel nur auf Android-Geräten laufen und nur deren eigene Karten verwalten können.
Auch hier sind die Debitkarten der Konkurrenz besser aufgestellt. Nachteil Nummer 4. Ausländische Besucher können nicht bargeldlos bezahlen. Ausländische Touristen und Geschäftsleute, die Deutschland besuchen, können in Geschäften, die Kartenzahlung nur per Girocard anbieten, lediglich bar bezahlen. Ein internationales Zahlungssystem wäre hier weitaus besucherfreundlicher. Mastercard stellt das Maestro-System ein. Ab Juli 2023 wird Mastercard das Maestro-System, das die Girocard international nutzbar macht, einstellen. Karten, die zu diesem Termin noch nicht abgelaufen sind, behalten dann noch bis zu ihrem Ablaufdatum ihre Gültigkeit. Mastercard begründet den Schritt damit, dass die Maestro-Funktion ursprünglich für die physische Welt geschaffen wurde und sie nicht, wie andere Karten, für die digitale Welt geeignet ist. Da die Girocard im stationären Einzelhandel in Deutschland das Standardzahlungsmittel ist, dürfte ein weiterer und wichtiger Grund für die Einstellung des Systems sein, dass Mastercard Marktanteile gewinnen möchte. Bliebe noch VPay als Partner für Bargeldabhebungen und Zahlungen im Ausland. Allerdings ist das System auf Europa beschränkt. Außerdem wird erwartet, dass Visa nachzieht und sein VPay-System in Zukunft ebenfalls einstellt. Wie geht es weiter mit der Girocard? Immer mehr Banken verzichten ganz auf die Girocard oder bieten sie, wie nach den letzten Änderungen bei ING und der DKB, nur noch gegen Gebühr an. Ohne einen Partner, der die Karte international einsatzfähig macht, wird die Funktionalität noch weiter eingeschränkt und die Karte immer unattraktiver. Ihr Einsatzzweck reduziert sich dann immer weiter auf bargeldlose Zahlungen und Geldabheben in Deutschland. Online wird sie weiterhin nicht einsetzbar sein. Einen neuen Partner zu finden, wird schwierig. Visa und Mastercard dominieren den weltweiten Markt und haben ein großes Interesse, auch den deutschen Markt zu gewinnen. Beide Anbieter bieten sowohl die Debitkarte als auch die Kreditkarte, sodass sie jede Kundengruppe ansprechen. Das ist eigentlich auch ein Vorteil für den gesamten Handel, da so mit nur einem System auch Kreditkarten akzeptiert werden können. Ein veraltetes System wie die Girocard hat es da schwer und wird im Grunde nur vom stationären Handel gehalten, da es für ihn kostengünstiger ist als Mastercard und Visa. Wenn aber immer weniger Banken die Girocard herausgeben, werden auch diese gezwungen sein, auf Alternativen zu setzen. Die Girocard ist, aufgrund der gravierenden Nachteile und Einschränkungen, nach unserer Meinung ein Auslaufmodell. Ganz besonders ohne Online-Zahlfunktion. Und so gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Erstens, der Zahlungsverkehr wird auch in Deutschland immer mehr an die amerikanischen Kartenunternehmen übergeben, was viele natürlich als Nachteil sehen. Oder zweitens, es gelingt der European Payment Initiative, kurz EPI, ein geeigneteres Zahlungsmittel erfolgreich auf den Markt zu bringen. Die EPI ist ein Zusammenschluss aus 22 Banken und Zahlungsdienstleistern, die gemeinsam an einem einheitlichen europäischen Zahlungsverfahren arbeiten und damit Visa und Mastercard entgegentreten wollen. Erste Karten sollen ab 2022 herausgegeben werden. Die komplette Verfügbarkeit soll zwischen 2025 und 2028 gegeben sein. Hierfür sind Investitionen im mehrstelligen Milliardenbereich nötig. Ein Problem bleibt dann aber weiterhin: die internationale Nutzbarkeit. Denn bei dem Vorsprung, den Mastercard, Visa und auch American Express außerhalb Europas haben, wird man als Bankkunde für Reisen in diese Länder weiterhin auf einen der amerikanischen Anbieter setzen müssen. Es gibt kaum Gründe für den Handel weltweit, einen europäischen Zahlungsdienstleister aufzunehmen. Es sei denn, deutsche Banken verzichten rigoros darauf, Mastercard oder Visa-Karten herauszugeben, und das ist mehr als unwahrscheinlich. Hat dir das Video gefallen? Dann lass uns doch gern einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Hier verlinken wir dir noch ein Video, das dich auch interessieren könnte. Was denkst du über die Girocard? Ist sie wichtig für dich? Schreib uns in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.